Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute nochmal meine Aquarellfarben, allerdings auf einem anderen Papier. Ich möchte mit Steinpapier experimentieren. Dieses Papier wird aus Steinmehl gemacht und es ist ganz samtig und glatt, von beiden Seiten bemalbar. Es ist ein dünnes Steinpapier und es hat die Eigenschaft, Wasser abzuweisen. Das heißt, wenn ich jetzt mit viel Wasser Aquarellfarben auftrage, dann bleiben die auf der Oberfläche und ziehen nicht ins Papier ein. Aus diesem Grund wälzt sich das Papier auch nicht besonders viel und ich muss es nicht nass aufziehen. Ich klebe also rundherum einen Streifen Malerkrepp, um es auf einer Holzplatte zu fixieren. In der Zwischenzeit habe ich oben und unten Wasser aufgetragen, spiegelt leider ein bisschen, sorry. Und in der Mitte trage ich jetzt meine Aquarellfarben ziemlich dicht auf. Hauptfarben sind Indigo, ein paar andere Blautöne, Braun, Sienna gebrannt und Englischrot. Ich möchte heute herausfinden, wie gut diese Farben laufen auf dem Papier, wie sie ineinander laufen und was ich eigentlich mit Aquarellfarben auf diesem Papier so machen kann. Dazu kippe ich jetzt die Fläche einfach und füge oben noch ein bisschen Wasser hinzu und schaue mal, was passiert. Hier kann ich schon erkennen, dass die Farbe eigentlich überhaupt nicht in das Papier einzieht. Sie bleibt einfach in der Flüssigkeit auf der Oberfläche und bewegt sich darin herum. Das sind jetzt ganz andere Voraussetzungen als mit Aquarellpapier und ich weiß nicht, ob ich da irgendetwas Tolles entdecken kann. Wir werden uns überraschen lassen. An diesem Punkt versuche ich jetzt gezielt mit einem ausgetrockneten oder in einem Papier ausgedrückten Pinsel die feuchte Farbe wieder zu entfernen und man sieht hier, dass das ziemlich gut möglich ist, bis aufs Papier weiß. Allerdings ist die Fläche insgesamt so feucht, dass das, und man sieht es hier auch schon, wieder ineinander läuft. Das heißt, die Farbe geht in die weißen Flächen wieder hinein. Nächster Versuch, Tropfen mit Alkohol. Und man sieht, das bildet schöne runde Strukturen.
Leider läuft später auch wieder die feuchte, in Wasser gelöste Farbe wieder in die Strukturen hinein und das ist also auch nicht hundertprozentig erfolgreich. Hier mal eine Nahaufnahme. Also nochmal das viele Wasser, was auf der Oberfläche ist, inklusive Pigmente, laufen lassen, fließen lassen in alle Richtungen und mal schauen, was sich so ergibt. Nochmal ein Versuch mit Alkohol und mir kommt schon eine Idee. Ich werde jetzt die Flüssigkeit, die da noch auf dem Papier ist, mit einem Föhn etwas hin und her pusten und ich merke schon, da passiert was. Es hat damit zu tun, dass das Wasser eben und die Pigmente auf der Oberfläche stehen bleiben und durch den Föhn trocknen jetzt manche Partien schneller als andere und dadurch entstehen ganz wunderbare, besondere Strukturen, die ihr gleich aus der Nähe auch einmal bewundern könnt. Schaut euch das mal an. Auf einem Aquarellpapier hätte man das nicht so hinbekommen. Das ist schon ganz interessant. Ich denke, es braucht aber noch ein klein wenig Überarbeitung. Und ich füge jetzt einfach mit der dunklen Mischung aus Indigo und Englischrot diese dunklen Partien ein. Und wichtig ist hier, der Pinsel muss gut gefüllt mit dieser Pigment-Wassermischung sein. Ist er zu trocken, dann entfernt man Farbe von der Oberfläche. Also immer schön feucht halten den Pinsel. Das hat ja jetzt wirklich schon was sehr Organisches. Was denkt ihr? Noch eine Besonderheit des Papiers: Ich kann mit einem feuchten Babytuch jetzt einfach Strukturen und Farbe, die ich nicht mehr haben will, wegwischen. Das heißt aber auch, dass die Oberfläche sehr empfindlich ist und dass wir später, wenn wir alles fertig haben, das mit einem Sprühfirnis versiegeln müssen. Das soll es erstmal gewesen sein.
genug Versuche auf einem Blatt angestellt. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich es überhaupt irgendwie aufhänge, einen Ausschnitt davon wählen. Und bevor ich überhaupt irgendwas anderes mit dem Papier anstelle, werde ich es jetzt mit einer Sprühfixierung fixieren. Ich glaube, ich werde weiterhin beim normalen Aquarellpapier bleiben, aber diese spezielle Aktion mit dem Föhn hat mich überzeugt, doch auch noch ein paar Versuche auf Steinpapier zu machen. Das ist doch so spannend. Vielleicht habt ihr auch Lust, das zu machen. Steinpapier gibt es nicht überall. Schaut mal im Internet nach, googelt es einfach mal und bestellt euch 1-2 Blätter. Das reicht zum Ausprobieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss!